Moin Leute, ja, heute ist es endlich soweit. Ich möchte euch gerne die beiden sehr beliebten Düfte, einmal zur linken Bois Imperial und zur rechten Ganymed gegenüberstellen. Für einige riechen diese beiden Düfte ja sehr ähnlich. Das finde ich persönlich nicht. Allerdings muss ich auch sagen, dass es so ein, zwei Parallelen gibt und darauf gehe ich dann jetzt hier im Video ein. Dann auch noch mal eine kurze Information, wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, Santorini Nischen Parfums, der Kanal ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, ja, dann kannst du das natürlich gerne tun und du kannst mir auch gerne dort Nachrichten schreiben. Mit dem einen und anderen schreibe ich ja bereits. Ich finde das immer ganz cool, wenn man sich untereinander austauscht. Also wie gesagt, der Kanal ist unten auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, sollte dir das nun folgende Video gefallen, dann drücke doch auch gerne den Daumen hoch Button. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ja, dann kannst du mir natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Du unterstützt damit mich und meinen Kanal. Dann sage ich vielen Dank und jetzt geht es los. Ich lege am besten mal mit Bois Imperial von der Marke Essential Parfums los. Ich habe auch schon einige andere Düfte der Marke vorgestellt und auch ein bisschen was zu der Marke erzählt. Die verfolgen ein ganz tolles Konzept, versuchen sehr nachhaltig zu arbeiten, nutzen auch nur recycelbare Materialien und so weiter. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal das Video. Es ist ein Release aus dem Jahre 2020. Der Parfümeur dahinter ist Herr Quentin Biche, Canton Biche, der übrigens auch Ganymed kreiert hat. Bois Imperial kostet tatsächlich nur 75 € und dafür bekommt ihr 100 ml. Also so viel kann ich schon mal verraten. Das ist wirklich ein Preis-Leistungs-King. Also im Nischenbereich geht das einfach nicht günstiger. Und jetzt könnte man ja vielleicht doch denken, dass die Qualität vielleicht weniger gut ist. Nein, also die Qualität ist wirklich toll. Ihr bekommt wirklich ein ganz tolles Parfum. Wie riecht dieser tolle Duft? Also für mich ist es wirklich ein recht synthetischer, holziger, aber auch so frisch, seifiger und würziger Duft. Im Vergleich zu Ganymed riecht dieser Duft also schon mal deutlich synthetischer. Vor allem so die Kopfnote ist für mich wirklich sehr synthetisch. Hier wird mit Ambroxan gearbeitet, aber auch mit Akigalawood. Also wir haben hier wirklich verschiedene synthetische Duftnoten. Und diese recht intensive synthetische Duft-DNA gefällt tatsächlich nicht jedem. Also deswegen, auch wenn dieser Duft nicht so teuer ist, würde ich euch auch da empfehlen, euch mal eine Abfüllung zu besorgen. Ja, also für mich ist es wirklich so synthetisch, holziger Duft. Für mich tendenziell tatsächlich auch eher frisch, teilweise auch seifig. Und jetzt kommen wir so zu der Parallele, die ich auch zu Ganymed sehe. Denn wir haben auch hier eine recht intensive Würze und die kommt meiner Meinung nach durch 3 Duftnoten zustande. Einmal durch Thai Basilikum, was ja eben auch so für eine gewisse Würze bekannt ist. Dann ganz klar eben auch Pfeffer, ja, pfeffrige Würze und eben auch durch Akigalawood. Akigalawood riecht sehr holzig, aber neben dieser Holzigkeit versprüht Akigalawood auch wirklich eine recht intensive Würze. Und dazu muss man auch noch sagen, dass Ambroxan zum Teil auch würzig riechen kann. Und da sehe ich eben so die Parallelen. Also die Würzigkeit, die in Bois Imperial vorhanden ist, das ist auch zum Teil so die Würzigkeit, die man in Ganymed riecht. Ich muss aber dazu sagen, dass für mein Empfinden die Würzigkeit in Ganymed eben nochmal deutlich präsenter ist und so mehr im Vordergrund steht. Und Bois Imperial für mich wirklich so primär so ein holziger, frisch seifiger und eben dazu würziger Duft ist. Und zum Beispiel nehme ich im Bois Imperial auch keine Ledernote wahr. In Ganymed schwingt für mich immer so eine feine Ledernote mit, was eben durch die Safrannote kommt. Und davon rieche ich persönlich im Bois Imperial gar nichts. Ja, und deswegen sehe ich da zwar die eine und andere Parallele zu Ganymed, aber ich muss trotzdem ehrlich sagen, dass diese beiden Düfte für mich dann doch recht unterschiedlich sind. Wie gesagt, es ist nur mein Empfinden. Ihr könnt das ja auch gerne anders sehen, aber für mich sind das im Großen und Ganzen dann doch nochmal recht unterschiedliche Düfte.
Jetzt auch noch mal ganz kurz was zu der Haltbarkeit. Die ist der Wahnsinn. Also da habe ich mich tatsächlich auch mal selbst korrigiert. Das sagte ich auch in meinem letzten Video, wo Bois Imperial vorkam. Dieser Duft hält einfach Ewigkeiten. Das ist einer der intensivsten Düfte, die ich habe. Der muss irgendwie nochmal nachgereift sein, weil da bin ich auch ganz ehrlich, zu Anfang habe ich das so gar nicht wahrgenommen. Aber mittlerweile hält dieser Duft ohne Probleme 24 Stunden auf meiner Haut. Teilweise habe ich den Duft auch noch am nächsten Tag gerochen und auf der Kleidung hält der Duft gefühlt eine Woche. Also da müsst ihr auch wirklich aufpassen, wenn ihr euch die Klamotten einsprüht. Also man kriegt es zum Teil auch nicht ganz aus der Wäsche raus. Also wirklich, es ist der Wahnsinn. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es da irgendwelche Batch-Unterschiede gibt. Ich habe aber auch schon mal nachgelesen und ja, das deckt sich eigentlich tatsächlich auch mit den meisten Bewertungen. Also viele empfinden das ähnlich, bei denen hält der Duft auch gefühlt ewig. Ja, und abschließend muss ich auch noch mal sagen, das ist wirklich ein Preis-Leistungs-King. Für 75 € bekommt ihr einen Duft, der Ewigkeiten hält, der super performt. Ihr habt wirklich so eine Kombination aus holzig, frisch, seifig, aber auf der anderen Seite auch eben aus würzig. Also das ist wirklich ein Duft, den man auch zu vielen Anlässen tragen kann. Passt eigentlich auch in jede Jahreszeit. Ihr müsst das aber eben dann über die Sprühstöße steuern, weil der Duft halt wirklich sehr intensiv ist. So, dann auch nochmal hier zu dem kleinen zur rechten, zu Ganymede, aber das bezieht sich auch nur auf die Flakongröße, weil Ganymede ist wirklich ein ganz toller Duft. Ein Release aus dem Jahre 2019, die 100 ml kosten so 175 €, die 30 ml, die ihr hier seht, kosten ca. 95 €. Wenn ihr mal ein bisschen, ja, schaut, vielleicht auch noch einen Gutscheincode habt, dann geht das beides auch nochmal günstiger. Wie riecht Ganymede für mich? Also für mich ist es eigentlich wirklich ein Safranduft, denn die Safrannote ist von der Kopfnote bis in den Drydown wirklich sehr präsent und die Safrannote sorgt eben auch dafür, dass Ganymede für mein Empfinden zumindest auch immer so eine leicht ledrige Note hat. Zum Start nehme ich dann auch noch die tolle Mandarinennote wahr. Das sorgt einfach für so eine angenehme Frische und Fruchtigkeit. Und auch wenn ich die Mandarinennote gar nicht so lange wahrnehme, die zieht sich meiner Meinung nach relativ schnell zurück, finde ich auf der anderen Seite trotzdem, dass die im Hintergrund immer mal wieder aufploppt. Also es sorgt für mein Empfinden dafür, dass der Duft ja auch irgendwie ja so aufgelockert und auch immer noch so ein bisschen frisch-fruchtig riecht. Und was ich auch noch wirklich gut wahrnehme, ist ganz klar der Osmanthus, aber vor allem die Immortelle. Und man liest ja hin und wieder mal, dass Ganymede für einige nach so einem indischen Currygericht riecht. Das empfinde ich persönlich jetzt nicht unbedingt so, aber das liegt eben unter anderem an der Immortelle. Denn Immortelle kann zum Teil so ein bisschen nach Curry riechen. Also dementsprechend ist so die Assoziation vielleicht zu so einem indischen Currygericht auch gar nicht so weit verfehlt. Also abschließend riecht für mich Ganymede wirklich stark nach Safran, also würzig, dadurch auch leicht ledrig, auch holzig, ja, und aber vor allem eben auch nach Immortelle. Das ist für mich so neben der Safrannote tatsächlich der andere Mainplayer in diesem Duft. Und um abschließend auch nochmal den Vergleich zu Bois Imperial zu ziehen, also Ganymede riecht für mich deutlich würziger und eben nach Safran und leicht ledrig. Die Immortelle ist eben der Mainplayer neben der Safrannote. Bois Imperial hat für mich eben nicht die Safrannote, entsprechend auch keine ledrige Note, riecht dafür einfach nochmal frischer, holziger, synthetischer und auch irgendwie seifiger. Und ja, wie ich schon eingangs sagte, es gibt eine gewisse Würzigkeit, die auf beiden Seiten vorhanden ist, aber tendenziell geht es für mich halt dann doch nochmal in zwei unterschiedliche Richtungen. Von mir aus also mit, ja, großer Vorstellungskraft und vielleicht auch mit einem anderen Duftempfinden riechen diese beiden Düfte recht ähnlich. Wie gesagt, ich sehe es anders.
aber auf gar keinen Fall riechen diese Düfte identisch. Also ich habe jetzt auch schon mal öfter gelesen, dass die Düfte sehr identisch riechen. Also das finde ich nun wirklich nicht. Dafür gibt es meiner Meinung nach einfach zu wenig Parallelen. Ja, nochmal ganz kurz zu der Haltbarkeit zu Ganymed. Auch super, der Duft hält ewig, strahlt auch wirklich relativ stark ab. Also die Sillage ist wirklich top. So, und dann sind wir nun auch am Ende des Videos angekommen. Und tatsächlich ist das ja auch so ein leicht kontroverses Thema, weil es gibt einige, die finden, dass diese Düfte sehr ähnlich sind. Dann gibt es auch wiederum einige, die das eben weniger so empfinden. Und deswegen interessiert mich tatsächlich auch deine Meinung. Findest du, dass diese beiden Düfte sich ähnlich sind? Oder siehst du das tendenziell auch eher so wie ich, dass ja, es zwar einige Parallelen gibt, aber es letztlich dann doch unterschiedliche Düfte sind? Ich bin mal auf die Kommentare gespannt. Dann sage ich auf jeden Fall danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.